sind da. Okay, diese Technik. Genau, 18 Zuschauer haben Gut. wir inzwischen. Das heißt, wir können vielleicht einfach starten. Ja, genau. Wir können ja mal einfach gucken, wer so dabei ist. Genau. Das passiert, wenn Joanna uns alleine lässt mit der ganzen Technik. Ja, genau. Da ist sofort Chaos. Ja, aber jetzt kann es ja nur noch besser werden. Man sieht uns beide schon mal. Genau. Ne? Und das ist die Hauptsache. Genau. Ich meine, es ist ja auch ein weiter Weg zwischen Hamburg und Melbourne. Also insofern es ist ja froh, dass es die Technik überhaupt gibt, dass wir uns jetzt hier unterhalten können. Also bei mir ist es gerade 11 Uhr. Ich habe gerade meinen ersten Kaffee getrunken. Ja, genau. Ich habe vorhin schon ersten Wein getrunken, weil bei uns ist es 9 Uhr abends. Insofern, okay. Wir sind gerade 10 Stunden voraus von der mitteleuropäischen Zeit. Was das Ganze kompliziert hat, war ja mit England. Die sind ja nochmal ein Jahr, eine Stunde voraus oder hinterher oder irgendwie sowas. Und ja, also insofern haben wir jetzt erstmal Kontakt. Wir haben Teilnehmer und wir haben ein Thema für heute Abend. Insofern wollten wir uns ja mal überlegen, wie das Ganze, die Idee zu diesem Titel für heute Abend kam ja. Wir haben ja im englischsprachigen Raum das Buch Explain Pain und im deutschsprachigen Raum haben wir Schmerzen verstehen. Und ich weiß nicht, wie oft ich gefragt werde, konnten wir eigentlich nicht richtig übersetzen oder was war eigentlich das Problem dafür, warum wir das damals bewusst umgetitelt haben in Deutschland. Und dass ich denke, das ist so die Idee zu diesem, wie setze ich denn Schmerzen erklären um in der Praxis, wenn ich es nicht erstmal wirklich tiefgründig verstanden habe. Und ich glaube, das war unsere Mission, dass wir sagen, okay, Schmerzen verstehen ist zwar geschrieben worden ursprünglich für Patienten, aber im Laufe der Jahre haben auch im australischen Raum, im englischsprachigen Raum haben wir festgestellt, wir beginnen eigentlich mit den Therapeuten, mit dem medizinischen Personal, dass wir da erstmal tiefgründig einsteigen müssen. Und so wurde dann auch, sind wir auch ganz froh, dass wir damals schon gesagt haben, der Titel in Deutsch ist eben das Schmerzen verstehen, damit ich es meinem Patienten erklären kann. Aber wie gesagt, das ist ja nicht immer einfach. Ja, genau. Also ist ja häufig so, dass sich Theorie und Praxis unterscheiden. Das kenne ich auch ganz gut aus meinem Berufsalltag früher. Also ich kann ja mal kurz erzählen, also ich bin Physiotherapeut, habe das Ganze studiert und dann als junger, dynamischer Physiotherapeut, wenn ich das mal so sagen darf, bin ich in die Praxis gegangen und habe da dann festgestellt, dass sich Theorie und Praxis wirklich unterscheiden. Und ein Punkt war der, dass ich nicht das alles, was ich in die Praxis unterkriegen wollte, nicht alles untergekriegt habe, einfach wegen der beschränkten Zeit. So, und das fand ich schade. Also wir arbeiten in Deutschland, Hamburg, überwiegend im 20-Minuten-Takt. Und wie man das kennt, wenn man den Patienten erst zu sich in die Räumlichkeiten holt und dann nochmal kurz begrüßt, eventuell sich umzieht, die Therapie vorbereitet, dann sind schon 5 Minuten verloren. Und dann muss man noch versuchen, das ganze Vorhaben in diese 15 Minuten rein zu pressen, mehr oder weniger, und braucht ein gutes Zeitmanagement. Und das ist eine Herausforderung, denke ich. Absolut. Ich denke, da ist es auch wirklich wichtig, wenn wir jetzt überlegen, so wie benutze ich denn Schmerzen verstehen oder Schmerzen erklären im klinischen Alltag, müssen wir ganz klar unterscheiden, in welchem Setting wir arbeiten. Also ich arbeite in einem Setting als tertiäre, als drittrangige, bei uns drittrangige Überweisungszentrum. Also bei uns landen sie, wenn nichts anderes mehr geholfen hat. Das heißt, ich arbeite im reinen Schmerzmanagementprogramm und habe für Untersuchungen, aber auch teilweise für Behandlungen 1 Stunde Zeit. Das ist natürlich ein anderes Setting als jetzt bei euch in der klinischen Praxis. Und ich denke, da gibt's viele, wir haben jetzt wirklich schon 20, die bei uns sich zugeschaltet haben. Ich denke, wir werden unterschiedliche Settings haben, vom multidisziplinären Schmerzprogramm bis zur ambulanten Praxis. Und hier haben wir natürlich andere Bedingungen, um Schmerzen verstehen umzusetzen. Und wir gucken, aber ich arbeite auch, also ich arbeite nicht nur im Schmerzmanagementprogramm, sondern ich arbeite in einer privaten Praxis und dann habe ich dann nicht mit 20 Minuten, aber mit 30 Minuten zu kämpfen, wo ich versuche,
irgendwas an den Mann oder die Frau zu bringen, die möglichst vom Aufklärerischen her sinnvoll ist. Der soll also irgendwas von meiner Aufklärung her mitnehmen. Aber wo fange ich an? Wenn wir uns das Buch angucken, Schmerzen verstehen, ist es ja eine neurophysiologische oder neurobiologische Erklärung von Schmerzen. Und ich denke, wir müssen Schmerzen erklären, Schmerzen verstehen und eine neurobiologische Schmerzedukation ganz klar voneinander trennen. Ich kann vieles vom Schmerzen verstehen, wirklich in die Praxis einbringen, ohne in die Tiefen einer neurophysiologischen Aufklärung zu gehen. Das ist bei mir Thema in dem Schmerzmenschenprogramm. Ich habe also 1 bis 2 bis 3 Stunden, wenn ich will. Ich kann das immer weiter strecken pro Woche, jede Woche eine Stunde, um mit dem Patienten nur über Schmerzen zu reden. Das ist eingebaut in meinen Stundenplan im multidisziplinären Schmerzmanagement. Aber den Luxus haben wahrscheinlich wenige in der Praxis. Aber trotzdem denke ich, und das ist, können wir Schmerzen verstehen, in auch 20 Minuten einbringen, wenn wir uns überlegen, was ist denn jetzt eigentlich dieses Ziel der Aufklärung? Ja, also hier möchte ich von vornherein, bevor wir in das Thema einsteigen, ganz klar unterscheiden. Erkläre ich, versuche ich Schmerzen zu verstehen von meinem Gegenüber oder mache ich eine neurobiologische, neurophysiologische Aufklärung basierend auf dem Curriculum von dem Kurs Schmerzen verstehen? Ich denke, ich versuche diesen Unterschied jetzt auch, wenn wir uns unterhalten, jetzt durchzuziehen. Es ist so ähnlich wie die Unterscheidung, spreche ich über Schmerz oder spreche ich über Nozizeption? Also ich denke, das ist ja auch so eine Sache. Von was spreche ich? Also lass uns da gucken, wenn wir hier, uns überlegen, die Fragen, die wir aus der Klinik bekommen haben, was ist denn gemeint? Ja, gerne. Martina, was schlägst du vor? Sollen wir direkt mal die 3 Fragen durchgehen und mit der ersten starten? Okay. Ja, wir haben ja ein bisschen Zeit. Genau, wir sind da wirklich noch gut in der Zeit. Okay, aber wir starten mal langsam. Also die erste Frage, die aus der Praxis kommt, ist: Ich habe in der Praxis keine Zeit, Schmerzen im Detail zu erklären. Was tue ich dann? Gut, und das ist eben mit 20, wenn wir jetzt über das Thema, deshalb Setting, 20 Minuten, halbe Stunde, wenn wir dort uns vornehmen, wie du ja beschrieben hast, hinterher bleiben 15 Minuten übrig, da ein Curriculum, laut Curriculum eine neurophysiologische Aufklärung zu machen, denke ich, scheitern wir. Das ist auch nicht gewollt. Dafür brauche ich Zeit. Und ich habe manchmal haben wir schon überlegt, haben wir schon problemlösungsorientiert gedacht in den Kursen, wenn ich in der Praxis bin und ich habe nur diese 20 Minuten, gibt es Möglichkeiten zu sagen, okay, vielleicht möchte meine Praxis einfach mal als Luxus anbieten. Ich nehme mit meinen Patienten, meine Praxis macht eine Werbung, dass wir vielleicht einmal im Monat eine schmerzphysiologische Aufklärung anbieten, die außerhalb der Therapiezeiten stattfindet. Dass ein Kollege, der sich dafür engagiert, der das Gefühl hat, er kann sich damit auskennen, dass er sich hinsetzt und sagt, hey, am Mittwochabend mache ich von 7 bis 8 und für die kommen möchten, eine schmerzphysiologische Aufklärung. Nichts anderes muss passieren in der Stunde. Wir haben ein neurobiologisch orientiertes Curriculum, vielleicht anhand der Zielkonzepte, die Schmerzphysiologie, die Top 10 Themen fundiert darstellen. Und die Stunde nimmt sich die Praxis, vielleicht auch werbewirksam, allgemein bei den zuführenden Praxen bekannt machen, hey, wir bieten das an. Und dann kann man ja gucken, ob danach dann auch ein bisschen werbewirksam Patienten kommen zu euch. Aber dass es quatschig outsourced ist. Also ich denke, das machen tatsächlich auch schon einige Praxen, von was ich so Feedback höre, die sagen, wir outsourcen das. Den Stress müssen sich unsere Kollegen in der Arbeit überhaupt nicht antun. Die sollen sich um vielleicht andere Sachen kümmern, aber wir möchten, dass unsere Patienten fundiert aufgeklärt sind. Und wir nehmen diese Stunde und lassen das, organisieren das für uns und stellen uns damit so ein bisschen anders dar als vielleicht andere Praxen im gleichen Umfeld. Also es ist eine Möglichkeit, wenn ich meine, mir ist es wichtig, diese Neurobiologie fundiert aufzuklären. Da brauche ich eine Stunde. Auch als Geübte, ich mache das wirklich ab und zu und öfters, aber ich brauche eine Stunde.
drunter geht's bei mir auch nicht. Lieber mehr. Das heißt, und es wäre unrealistisch, das zu erwarten, 20 Minuten, 15 Minuten. Aber das ist ja nicht alles, wofür Schmerzen verstehen steht. Und Schmerzen erklären, Schmerzen verstehen beginnt ja schon mit der Haltung des Therapeuten. Wenn ich Schmerzen verstanden habe, dann bin ich vielleicht besser gewappnet. Das, was der Mensch gegenüber mir erklärt über seine Schmerzen, das sind ja manchmal dolle Geschichten. Das sind ja skurrile Geschichten manchmal. Das sind Sachen, wo du denkst, oh wow, jetzt komme ich hier an die Grenzen meines Clinical Reasonings, weil dieses Muster habe ich noch nie gehört. Diese Symptome weiß ich nicht, ob die überhaupt noch in die Physiotherapie passen. Diese Symptome sind vielleicht ein bisschen, wo ich das Gefühl habe, ich komme nicht mehr mit, dann komme ich in Stress als Therapeut. Wenn ich aber eine gute Grundlage zur Neurobiologie mitbringe, glaube ich, schützt mich das, um den Raum zu halten. In der Traumatherapie, wo viele Patienten ja auch einzusiedeln sind, geht es darum, den Raum zu halten, dass du präsent bist. Und das drückst du aus, nicht nur über das, was du sagst, sondern auch, wie du dich hältst. Und das ist das explizite und das implizite Gespräch, was stattfindet. Also wenn ich von einer Ecke komme, dass ich sage, okay, tell me more, tell me everything. Und dann auch nicht umfalle von dem, was mir der Patient schildert, sondern dass ich sage, okay, das macht irgendwo Sinn. Mir macht die Geschichte Sinn. Dann ist das der erste Streich zur Schmerzen erklären. Wenn es mir Sinn macht, erstens drücke ich es über meine Haltung aus. Und zweitens kann ich dann vielleicht versuchen, der nächste Schritt von Schmerzen verstehen ist, einen Sinn für den Patienten zu finden. Und das muss nicht immer das neurobiologische Curriculum sein, die Neurophysiologie, die von A bis Z komplett aufgearbeitet werden muss, sondern wir versuchen zu jeder Zeit unseren Patienten dabei zu helfen, einen Sinn zu entdecken. Und wie wir da dran kommen, kann kreativ sein. Aber der erste Schritt beginnt beim Therapeuten, da zu sein, okay, das ist jetzt mal interessant und das ist völlig verständlich. Und ich glaube, also für mich ist das Schmerz zu verstehen wirklich eine Ressource als allererstes für den Therapeuten. Und dann kann ich diese Ressource nutzen, vielleicht auch einbauen in meine Hands-on-Therapien, vielleicht in meine Bewegungstherapien, was auch immer es ist. Ach ja, okay, hört sich interessant an. Also letztendlich ist es so, dass du vorschlagen würdest als Antwort auf die erste Frage, dass du Theorie und Praxis voneinander trennst. Du möchtest das einmal outsourcen, das heißt den Patient schon im Vorhinein briefen, dass er eine Vorstellung hat, wie die Theorie hinter Schmerz aussehen kann, so dass er dann vorbereitet zu dir in die Praxis gehen kann und du aber eine Vorstellung und einen klaren, großen Rahmen vorgeben kannst, in dem du sortiert bist, wo der Patient dann sich quasi austoben kann und nochmal alle seine Vorstellungen zum Schmerz nochmal mit dir besprechen kann, sodass du quasi, ja, kommt das hin? Das wäre die Luxusversion. Aber ich glaube, in der Realität kriegen wir nicht jede Praxis dazu, so eine neurophysiologische Aufklärung einmal im Monat anzubieten für die Patienten, wo die es vielleicht gebrauchen könnten. Ich denke, wir können das trennen. Wir können das wirklich, je nachdem, in welchem Modi wir arbeiten, kann das getrennt werden. Ich glaube schon, dass du auch Patienten abholen kannst, wenn du gerüstet bist mit der Aufklärung, dass du Schmerzen verstehst, dass du dann vorbereitet wirst für alles, was durch die Tür kommt. Weil es kommt ja nicht nur der Mensch durch die Tür, er kommt mit seinen ganzen Geschichten, mit seinen ganzen Erfahrungen, mit seinen Erlebnissen. Schmerz ist letztendlich eine subjektive Wahrnehmung und ein Erleben. Und wir versuchen ich denke, in jeder therapeutischen Interaktion, dass wir uns darüber kommunizieren können, dass wir sagen können, okay, ich glaube, ich kann ein bisschen nachvollziehen oder ich verstehe, was du mir sagst und was du mir verstehst, macht mir Sinn. Weil oft ist ja das, es dem Patienten gar keinen Sinn mehr. Die verstehen ihren Schmerz nicht, die verstehen ihren Körper nicht mehr, sie verstehen nicht, warum ihr Körper nicht das tut, was sie von ihm möchten. Sie verstehen nicht, warum so viele soziale, psychologische sekundäre Probleme entstanden sind, warum der Schlaf nicht funktioniert, warum sie Gewicht zugenommen haben. Sie verstehen eigentlich nichts mehr. Und also das ist, denke ich, was wichtig ist, wo wir
Ich weiß auch nicht, warum ich hier gerade eine Warnung kriege, dass meine Batterie nicht funktioniert. Manchmal bist du Eingeplackt raus. ist. Genau. Aber ich denke, das ist wichtig, dass wir das Schmerzenverstehen wirklich für diese Momente parat haben. Und da muss ich dann auch nicht in die Tiefe gehen. Ich hole den Menschen erstmal nur ab und ich halte den Raum. Und validiere damit seine Geschichte. Ich validiere seine Geschichte, ich signalisiere Sicherheit und hoffentlich kann ich dann auch das Ganze irgendwie eine Hoffnung schüren. Also was ich möchte mit meiner Schmerzen verstehen, ist ja letztendlich 2 Ziele. Das eine ist die Angst vor dem Schmerzen in irgendeiner Form reduzieren und das andere ist die Kontrolle über den Schmerzen fördern. Und das ist das, was ich eigentlich mit Schmerzen verstehen und Schmerzen erklären dann erreichen möchte. Aber Kontrolle gebe ich auch mit einer Mulligan-Technik, mit einer manuellen Therapietechnik, wo vorher kommt man noch nicht den Kopf drehen, plötzlich kann man ihn drehen. Das gibt ein Gefühl der Sicherheit. Ich validiere das Problem, ich biete eine Lösung an, aber ich versuche dann auch ganz allmählich diese Geschichte so zu kommunizieren, dass sie wieder Sinn macht für den Patienten. Und zwar überhalb von der reinen Gewebeebene hinaus, wenn es denn angebracht ist. Manche Patienten, da erkläre ich auch auf Gewebeebene. Manche Patienten erkläre ich auf psychosozialer Ebene. Manche Patienten erkläre ich auf Stressebene. Je nachdem, wo ich sie abhole. Und das geht, denke ich, da braucht man nur kleine Aspekte. Dieses Abholen geht auch in 15 Minuten. Das kennen wir aus den guten therapeutischen Interaktionen. Deshalb kommen die so gerne wieder zu uns. Ich hole sie ab in ihrer Geschichte. Ich treffe sie in ihrer Geschichte. Aber das funktioniert nicht, wenn der Mensch mit einer komplexen Schmerzproblematik zur Tür reinkommt und ich quasi hinten aus allen Schuhen falle. Weil das demonstriere ich explizit oder implizit. Okay. Das heißt, du bietest dem Patienten in der Therapie den Raum, sich öffnen zu können und aus seiner individuellen Position von seinem Schmerz zu erzählen. Und du hast dann vielleicht die Möglichkeit, das Ganze zu dekonstruieren und auf den Kern vorzudringen. Absolut. Dekonstruktion ist eine gute Wort. Also ich würde wirklich validieren davor, also ich versuche erstmal die Geschichte zu validieren und ich möchte auch reflektieren. Oh, jetzt ist Martina rausgeflogen. Das ist natürlich unglücklich. Ich hoffe, sie kommt gleich zurück. Aber so kann man sich irren. Das heißt, es kann nicht nur noch besser werden, es kann doch auch noch mal ein paar Hürden geben. Und ich hoffe, sie kommt gleich zurück. Fängt die Kamera sich noch mal. Aber in der Zwischenzeit habe ich ja vielleicht die Chance, das Ganze noch mal zu wiederholen. Und eventuell gibt es jemand von Ihnen, ich gucke hier mal im Chat. Okay. Bis Martina wieder da ist, sie sollte gleich wiederkommen, kann ich ja vielleicht noch mal versuchen, in meinen Worten das Ganze zusammenzufassen. Und ich sehe, es gibt hier auch schon ein paar Fragen, die wir vielleicht dann im Anschluss noch mal klären können. Also, bisher hat Martina erklärt, dass es eine Option wäre, dem Patienten erstmal unabhängig von der Praxis in der Theorie zu erklären, wie der Schmerz funktioniert, was da alles dahinter steckt. So, das ist jetzt die Luxusvariante. Wenn man die Möglichkeit hat, als Praxis dort eine Veranstaltung zusätzlich neben den Kursen anzubieten, weil das ist ja dann auch immer eine Finanzierungsfrage, dann hätte man da die Möglichkeit, den Patienten schon mal vor der Praxis zu briefen. Ansonsten aber eine eher alltagstauglichere oder praktischere Variante. Jetzt sehe ich, Martina ist schon drin wieder. Vielleicht kommt sie sogar gleich auch mit einem Video.
Wir sind wieder da. So So, du der bist wieder Albtraum da. der Albtraum eines Live-Webinars. Ich Ja, so weiß passiert nicht, das mal. welches Känguru auf der Leitung saß, aber irgendeins muss gewesen sein. Aber schön, dass du wieder da bist. Ich habe versucht, die Zeit hier einigermaßen zu füllen. Habe gerade nochmal versucht, das zusammenzufassen. Den ersten Teil, dass man vielleicht Theorie und Praxis splitten könnte in einer Luxussituation. Aber sonst, wo wir eben gerade stehen geblieben sind, das vielleicht eher praxisnah, dass man die Theorie mit in die Praxis einbaut, indem man sich als Therapeut einen guten Background an Schmerzverständnis ansammelt, eine Vorstellung hat, weiß, was alles dazugehört, erstmal die Story des Patienten oder die Geschichte, den Menschen validiert, bestätigt in seinem Schmerzverständnis, weil das alles sehr individuell ist, und dann und jetzt habe ich schon wieder Probleme mit dem Wort, Dekonstruktion, in die Dekonstruktion geht des Patienten. Und jetzt darfst du gerne wieder weitermachen. Okay. Genau, also um wieder reinzukommen, ihr kennt vielleicht die Herr der Ringe-Fans sind. Es gibt so diese wunderbare Szene von Gandalf vor der großen finalen Schlacht, wo er auf dem weißen Pferd an den Soldaten vorbeifährt und sagt, whatever comes through that door, don't leave your post. Also was immer durch diese Türen kommt, ihr verlasst eure Stelle nicht. Und manchmal habe ich das Gefühl, wenn wir gerade mit schwierigen, komplizierten Schmerzpatienten arbeiten, dass ich das Gefühl habe, mal gucken, wenn ich die Patienten noch nicht gesehen habe, was kommt durch die Tür. Und ich muss einfach gewappnet sein für alles, was da ist. Und ich glaube wirklich, wenn ich Schmerzen verstehe in seiner Komplexität als Prozess, wo ich dem Menschen begegne und wo ich ihn vielleicht dann abholen kann und wo meine Aufklärung die Bedeutung für diesen Schmerz ein bisschen verändern kann, im Sinne von, dass wir dann in die aktive Problemlösung gehen können. Und zwar nicht nur meine Problemlösung. Als Physiotherapeuten sind wir so gerne immer mit der Problemlösung des Patienten beschäftigt, sondern ich versuche, wenn er ein bisschen mehr versteht, was los ist, dass er dann selber auf Lösungsvorschläge kommt, gerade bei den komplexen Patienten, die halt vielleicht schon 15 Physios gesehen haben, 10 Ergotherapeuten, 20 Ärzte, sondern dass die sagen, hey, was meine ich denn, wie ich mir helfen kann? Das kann er aber nur, wenn er selber ein bisschen mehr versteht. Aber das muss nicht immer das komplette neurophysiologische Curriculum sein. Wir müssen ihm in seiner Geschichte mit dem, was er zur Tür kommt, begegnen. Und ich denke, wir erklären ja sowieso. Wir erklären eigentlich jede Sache, die wir mit dem Patienten machen, ob es eine Übung ist oder ein Hands-on oder irgendeine andere Strategie, die wir mit ihm besprechen. Aber ich glaube, wir hatten noch ein paar mehr Fragen aus der Praxis. Genau. Kommen wir mal zu der nächsten Frage. Die habe ich auch vor mir liegen. Die lautet, meine Patienten haben kein Interesse, etwas über Schmerz zu lernen. Wie gehe ich damit um? Das ist okay, das ist Ihr Recht. Die Frage ist ja auch, was für ein Lerntyp sind diese Menschen? Lernen die überhaupt semantisch? Wollen die überhaupt was? Also dieses Edukative, dieses Frontalunterrichtsmäßige, die vielleicht neurophysiologische Schmerzaufklärung mit sich bringt. Wollen die das überhaupt? Mögen die das überhaupt? Haben die damit gute Erfahrungen gemacht, schlechte Erfahrungen gemacht? Also die haben das Recht, dass sie gar nichts von diesem Schmerz wissen wollen. Aber die Frage ist ja, warum kommen sie zur Therapie? Was möchten sie denn aus der Therapie erreichen? Und sie kommen ja mit uns mit einer Fragestellung. Und die Frage ist so, um sie dort zu begleiten, möchte ich herausfinden, wo sind Lücken vom Wissen? Brauchen sie nur Handwerkszeug? Und das kann ja auch, eine Aufklärung ist ja nicht damit mit semantischem Wissen nur gemacht, sondern eine Aufklärung ist ja auch, ich kläre über ein Handwerkszeug auf, wie ich jetzt eine Übung mache, wie ich eine Ergonomie vielleicht anders umsetze. Das ist ja auch Aufklärung. Und dann ist also es kann ich kläre sie auf, indem ich ihnen Handwerkszeug an die Hand gebe oder Lücken fülle in ihrem bestehenden Wissen.
Aber dann ist die Frage, dann begleite ich Sie ja auch auf dem Weg und sage, wie ist es denn, wie fühlen Sie sich denn jetzt an? Wir sind ja jederzeit in einer experimentellen Situation. Und das kennen wir machen eine Übung, wir testen. Wir machen eine Hands-on-Technik, wir machen eine passive Bewegungstherapie, wir testen wieder. So, wie spürt es sich vorher an, wie spürt es sich jetzt an? Wie spürt es sich an, wenn Sie sich so bücken, wenn Sie sich so bücken oder was auch immer es ist? Wir sind ja ständig im Lernen mit unseren Patienten. Und ich denke, in diesem experimentellen Prozess wird sich ganz schnell herausstellen, wo die Lücken sind und was der Patient wirklich wissen will. Also nur weil ich vielleicht begeistert bin vom physiologischen Details, muss das ja nicht heißen, dass mein Patient das gerne möchte. Aber er hat eine Fragestellung, mit der er zu uns kommt. Und dann gibt's ja auch noch welche, also die ganz komplizierten kommen vielleicht mit gar keiner Frage. Das will ich vielleicht auch nochmal ansprechen, wenn die nämlich zu mir kommen und sagen, also ich will den Schmerz loswerden und eigentlich nicht wissen, warum kommt, ich will den nur loswerden und Sie machen mal. So diese wirklich ganz passiven Patienten, die keine Kontrolle übernehmen wollen, die keine aktive Engagement übernehmen wollen. Das ist auch okay. Dann fange ich die ab in der Stadium, wo sie überhaupt noch nicht bereit sind, ihr oder sein Verhalten zu verändern. Das ist aber auch okay. Sie haben das Recht, auf dem Stadium der Verhaltensänderung ganz weit links zu sein, zu sagen, interessiert mich alles überhaupt nicht. Aber was ich möchte, den Schmerz loswerden oder vielleicht besser schlafen oder mich besser bewegen. Oder irgendwas formulieren. Und manchmal geht's eben nur, dass aber auch das ist ein Experiment. Wenn er mir sagt, ich möchte den Schmerz loswerden und ihr habt die goldenen Hände, ihr habt die Technik, dass es für 3 Stunden besser wird, dann sind wir im Experiment drin. Dann kann der Patient sich spüren, mit Schmerzen, ohne Schmerzen. Es signalisiert aber auch, es lässt sich was verändern. Dann ist der Auftrag an uns wahrscheinlich, ihn allmählich dahin zu führen, zu sagen, schauen Sie, kriege ich das ja auch vielleicht hin mit einer aktiven Strategie, indem ich mich anders halte, indem ich mich anders bewege, indem ich irgendeine Übung mache, indem ich früher ins Bett gehe oder meine Ernährung umstelle oder irgendwas. Da gibt es bestimmt einige Ansätze. Und Martina, korrigiere mich, wenn ich dich nicht richtig verstanden habe, aber das heißt, du sagst, zusätzlich in der Therapie ist es auch wichtig, dass der Therapeut rausfindet, welcher Lerntyp der Patient selbst ist. Und auf diesen Lerntyp zugeschnitten musst du dann auch deine Therapie auslegen, damit sie wirksam ist. Manche, absolut, weil manche lernen super mit Semantik, die vielleicht ein bisschen Zugang haben, die einfach gerne sehr genau alles wissen wollen, die vielleicht eher vom akademischen Background kommen. Aber manche wollen einfach nur experimentell, die lernen durch Spüren. Sie lernen über den Körper, wo der Körper das Vehikel ist zum Verstehen. Und bei manchen ist es das Vehikel die Kognition. Manche lernen sehr über kognitiven Aspekte, Semantik. Und andere, wie gesagt, übers Erfahren. Und ich glaube, das ist auch der Vorteil von unseren bewegungstherapeutischen Ansätzen, dass wir beides anbieten können. Und der Patient hat absolutes Recht, dass der zu mir sagt, dass Sie mit Ihren Ionenkanälen und Rezeptoren und diese ganzen Nerven interessiert mich nicht. Ich möchte nur wissen, wie bücke ich mich. Mhm. Ja, häufig ist es, also so wie ich es aus der Praxis kenne, und das ist ja auch eine sehr subjektive Wahrnehmung, da kommt der Patient selbst, gerade wenn es kein Briefing vorab gibt, und auch gerade Patienten, die vielleicht schon länger dieses Problem begleitet, die kommen häufig dann in die Praxis, sind demotiviert und wollen eigentlich nur eine kurze Milderung oder eine Verbesserung erfahren, ohne sich wirklich selbst mit dem Thema auseinanderzusetzen. So, und dann denke ich, herrscht schon häufig eine Frustration auch bei manchen. Und sicherlich geht man auf die anders zu als auf einen jungen Menschen, der vielleicht gerade die ersten Berührungspunkte mit einer Art chronischen Schmerz gemacht hat, aber noch vieles vor sich hat und schnell etwas verändern möchte und auch seine Selbstwirksamkeit dahinter vielleicht schneller versteht.
Mhm. Also wir kriegen sie von, ob das jetzt alterstechnisch ist, weiß ich nicht, aber wir kriegen halt wirklich, wir kriegen Leute, die fordern dich und sagen, erklär's mir, ich will alles wissen, gib mir die ganze Story. Aber es gibt eben Leute, die sagen, ich will einfach nur wissen, wie ich mir meine Schuhe anziehen kann. Und das Prinzip Hoffnung, wenn etwas wieder geht und wenn es nur für 3 Stunden die mehr Beweglichkeit ist, habe ich eine positive Erfahrung. Und mit einer positiven Erfahrung kommt es eben auch zu einer allmählichen Überschreibung von alten Mustern, Bewegungsmustern, aber auch Denkmustern, hoffentlich auch Erinnerungen im Nervensystem. Das heißt, ich muss aber irgendwie rankommen. Und das ist, denke ich, dieses Abholen, dieses den Menschen treffen in seiner Geschichte. Und was will er denn? Wo steht er denn jetzt, ist, denke ich, ganz wichtig. Und deshalb, da darf er auch sein. Und wir hatten früher, haben wir gedacht, so 2006, 2007, als Schmerzen verstehen, als die neurophysiologische Erklärung plötzlich als Strategie im Raum stand. Und wir das Gefühl haben, wir machen jetzt nur noch Aufklärungsstrategie. Aufklärung ist eine wichtige Strategie, darf alleine stehen, aber wir können Patienten nicht gesund reden. Auch wenn wir es wirklich vor 10, 15 Jahren gedacht haben. Aber mittlerweile wissen wir, das muss immer mit einer Erfahrung verbunden werden. Also, dass meine Aufklärung tatsächlich auch eine erfahrbare Veränderung in diesem Menschen wahrnimmt. Und selbst wenn er merkt, oh wow, das stimmt. Ich atme einfach nicht tief. Ich halte ständig der Atmung an. Oh wow, jetzt wo Sie es sagen, merke ich, dass ich eigentlich unnötig verspanne. Oh ja, jetzt wo Sie sagen, fällt mir auf das und so weiter. Wenn ich dann so kleine Aha-Erlebnisse habe, dann bin ich mitten im Schmerzen erklären. Diese kleinen Aha-Erlebnisse sind eben diese Wahrnehmung, die dann passiert, wo der Mensch eben diese Kognition, Informationen von Schmerzen verstehen, da wirklich auch im Körper erlebt. Und ich denke, das ist immer die Verbindung. Wir müssen es schaffen, Mind-Body, diese kognitive Therapie mit einer Körpererfahrung zu verbinden. Ja, also nur gesund reden können wir Patienten nicht, auch wenn wir tatsächlich vor 15 Jahren das gedacht haben. Das war plötzlich die Lösung für alle chronischen Schmerzpatienten, hat aber nicht funktioniert, weil eben der Mensch mit anderen Erwartungen vielleicht zu uns kommt. Ja, genau. Also da fällt mir gerade ein Grundsatz ein. Und da würde ich gerne mal deine Meinung zu hören, gerade auch in Bezug auf das Thema. Ich kenne das aus der Ausbildung. Da habe ich häufig gehört, es gibt in der Therapie zwischen Therapeut und Patient eine 80-20-Regel. 20% der Therapeut und 80% der Patient. Wie siehst du das gerade jetzt in der Hinsicht? Das ist spannend. Das habe ich noch nie gehört für eine therapeutische Beziehung. Habe ich wirklich noch nie gehört. Mit den 80-20% lebe ich im Alltag, sonst käme ich nicht durch. Strebe also nicht den Perfektionismus an in meinem Haushalt oder ähnliches, also da reichen 80%. Da kenne ich diese 80-20%. Interessant aber, dass man sagt, 80% ist das, was die Ressource Patient ist und 20% ist die Ressource Therapeut. Und das gefällt mir total gut. Und ich denke, wir vergessen diese 80-20-Regelung, was ganz oft, dass wir das Gefühl haben, wir müssen das für den Patienten machen. Wir sind jetzt die Helden, die den Menschen in Sicherheit bringen und ihn praktisch da retten. Aber dass es eben nicht ist, dass wir dem Patienten auch zutrauen, dass er ist ja bis jetzt durchs Leben gekommen ohne uns und er hat Ressourcen und er hat Erfahrung und er hat eine innere Weisheit. Nur im Rahmen von unserem, manchmal auch gerade bei chronischen Schmerzpatienten, von unserer medizinischen Behandlung im System, wird er tatsächlich oft auch hilflos gemacht und hilflos gezüchtet. Und mir gefällt das, dass man sagt, hey, eigentlich bin ich hier nur der Katalysator und Sie können an Ihre Ressourcen rankommen. Ich denke, das ist wirklich auch eine schöner Ansatz. Also es gefällt mir sehr, sehr gut. Haben wir damals nicht gehört in unserer Ausbildung vor 40 Jahren oder so. Aber gefällt mir gut, weil ich denke, das ist mir, was die Schmerzaufklärung in irgendeiner Form wirklich ermöglichen möchte, diesen Menschen an seine in seine Kraft zu bringen. Ja. Und auch die Hoffnung dann zu schüren, dass er es alleine hinkriegt. Ja, Ob er genau. es will, Ob das ist will, manchmal.
Ist eine andere Frage, ja. Du sagst das so schön mit der Hoffnung. Das gefällt mir sehr gut, weil ich denke, die Hoffnung ist ein guter Antrieb für Patienten, gerade wenn es um chronische Leiden geht. Ich habe da immer gern den Begriff so der Selbstwirksamkeit. Aber das ist so sehr klinisch gedeckelt. Da denke ich so, wenn man mit der Hoffnung des Patienten arbeiten kann und auch gerade in dem Hinblick, dass man schaut, wie geht es Mhm. dem Patienten und schaut, wo kommt das Problem her und in welche Richtung kann es sich entwickeln, dann ist die Hoffnung, glaube ich, ein guter Punkt. Ja. Und deshalb haben wir ja auch das große Bestreben der internationalen Schmerzgesellschaften, dass man sagen, wir versuchen den Begriff chronische Schmerzen aus der Mode zu bringen und zu ersetzen mit anhaltenden Schmerzen. Die Schmerzen halten gerade an. Das heißt aber nicht, dass sie für immer und ewig da sein müssen, weil das, was wir aus der Neurophysiologie jetzt verstehen und auch wirklich unterschreiben können, ist, dass wir zu jeder Zeit umlernen können. Die Frage ist nur, welche Konditionen brauche ich, damit ich umlernen kann. Aber das ist das, was wir versuchen im Alltag auch ständig jetzt umzusetzen, sagen, hey, ja, das erkläre ich jedem Patienten von mir. Weißt du eigentlich, dass du eine andere Diagnose jetzt hast? Es sind nicht mehr chronische Schmerzen, das sind lang anhaltende Schmerzen. Also lass uns damit gehen. Ja. Also auch auf die Worte achten, die Ja. man wählt. Ja. Mhm. Ein anhaltender Schmerz kann aufhören. Ein chronischer Schmerz, der bleibt chronisch. Ja. Genau. Aber momentan, das ist eben diese Mission der großen Schmerzgesellschaften, diesen Begriff tatsächlich auch auf wirklich generell in die Diagnostik zu verändern. Also insofern hoffen wir mal, dass das auch funktioniert. Ja, sehr interessant. Ich hoffe, das schlägt weite Kreise. Ja, Wir sind, haben glaube wir ich, langsam noch, über die Zeit. genau, wir haben noch eine dritte Frage. Sollen wir die vielleicht schnell behandeln oder was sagst Gib's du? mir mal gucken, wie schnell wir da durchkommen. Okay, alles klar, wir geben uns Mühe. Die ist auch ziemlich kurz. Die heißt, wie und wo fange ich an mit dem Erklären? Und ich glaube, da haben wir ja eben schon viel drüber gesprochen, aber vielleicht kannst du das nochmal kurz und knapp auf den Punkt bringen. Bei den Bedürfnissen des Patienten. Was möchte er denn wissen? Und es ist auch eine Frage, die ich als Therapeut stellen darf. So, schauen Sie, Sie haben jetzt eine ganz komplexe Geschichte. Es ist eine komplexe Geschichte, die wir im Assessment, in unserer Schmerzuntersuchung herausgefunden haben. Da sind viele Aspekte dabei. Möchten Sie, dass wir uns vielleicht die Zeit nehmen und dass wir mehrere von diesen Aspekten mal genauer beleuchten? Ich darf den Menschen fragen, was er denn wissen möchte. Was wäre Ihnen jetzt am wichtigsten? Ich kann Ihnen manches dazu erklären, aber es braucht ein bisschen Zeit. Was möchten Sie das überhaupt? Und wo fangen wir zuerst, was soll man als erstes nehmen? Ich denke, da darf man den Patienten ins Boot holen und sagen, was für dich vielleicht wichtig ist, ist gar nicht mehr so wichtig. Vielleicht ist es ihm viel wichtiger zu erklären, warum er nicht mehr schlafen kann oder zu verstehen, warum er nicht mehr schlafen kann oder warum er immer so grantig ist oder was auch immer dahinter steckt. Da ich denke, man darf die Patienten da fragen und was sie denn wissen möchten und darauf aufbauen. Okay. Also es wäre so meine Kurzversion, so kurz vor Schluss. Aber das können wir dann noch mehr titulieren. Ja. Joanna hält sich zurück. Ich glaube, wir müssen so langsam aufhören, sonst kommen wir über die Zeit. Sehr schön. Wir haben ja auch einen Känguru auf der Leitung sitzen gehabt. Genau, so machen wir das. Wenn ich noch mal kurz sagen darf, wer von den Zuschauern jetzt mehr Interesse hat, etwas von Martina und Schmerzen verstehen zu lernen, mehr in das Thema einzusteigen, dann schauen Sie vielleicht mal bei FIAHH auf die Homepage. Wir haben ein Kursprogramm 2000, oh, man sieht es nicht, 2023. Wir haben insgesamt über 180 Kurse, unter anderem auch die Kurse von Martina, und zwar Schmerzen verstehen und von Schmerz verstehen zu Schmerz erklären. Sowohl in Heidelberg als auch online. Einfach mal auf unsere Homepage schauen oder sonst rufen wir uns gerne an. Danke dir, Patrick. Danke dir noch einen dir, schönen Tag in Hamburg und ja, allen, die zuhören, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Genau, Dankeschön. Schöne Grüße nach Melbourne. Tschüss. Ciao.
Ciao, ciao.